Bismillahirrahmanirrahim. Wenn ich jetzt einen Lehrer habe und der Schüler eines Lehrers bin, wo wäre es denn am besten, im Koran anzufangen? Vorne, hinten, in der Mitte vielleicht? Oder kannst du uns da irgendwie was empfehlen? Oder einen Tipp geben, sag ich mal? Grundsätzlich liegt diese Frage dann der Lehrer fest. Das heißt, wenn ich mich mit einem Lehrer verbinde, ergebe ich mich ihm, in Anführungszeichen, und gehe der Marschroute nach, die er mir vorgibt. Was ich persönlich empfehle, ist, dass man zunächst einmal mit der Fatiha beginnt, in der ersten Sura. Okay, das heißt, wenn ich jetzt komplett neu im Islam bin, sage ich jetzt mal, und nichts aus dem Koran kann, dann sollte ich deiner Meinung nach direkt mit der Fatiha, damit ich natürlich beten kann, praktisch, logischerweise. Das ist der erste Punkt. Okay. Denn der Zweck, das ist der Punkt, ich lerne den Koran und Tajweed, das hat keinen Selbstzweck. Ja. Das ist nicht, dass ich dann als Mujawwid und Hafz, sondern der ursprüngliche Zweck ist die Gültigkeit des Gebetes. Dafür brauche ich den Koran. Der andere Punkt, und das, was wir jetzt sagen, gilt für denjenigen, der ganz neu im Islam ist oder der einfach von neu den Koran lernen möchte. Beginn mit der Fatiha, lerne die Fatiha richtig und dann geh ganz am Anfang zurück. Das heißt, mit Anfang meinst du jetzt das Ende vom Koran wahrscheinlich, oder? Genau, der Anfang, das Ende. Die 114. Und von da praktisch anfangen, der letzte Juz. Auswendig. Die Sura 114, Surat al-Nas, Sura 113, Sura 112 und geh so weiter. Immer so weiter. Praktisch. Viele werden jetzt sagen, ja, aber ich kann schon die Baqara auswendig. Und die ersten 10 Seiten von der Baqara sind auch sehr leicht. Aber dann danach die Seiten, wo es dann auch um Talaq geht, etc. im zweiten Juzu, ich sage nicht, dass sie schwer sind, aber da gehen bei vielen die Luft aus. Spätestens nach der 8., 9. Seite. Und ich sage ihm dann, die Surat al-Baqarah ist mashallah 48 Seiten. Die größte Surat des Korans. Und wenn du ein Hafiz werden möchtest, dann wirst du so oder so an dieser Surah vorbeikommen. Ja. Aber beginn erstmal klein. Und beginn erstmal mit dem, was auch leichter ist, weiterzugeben. Surat al-Nas, Surat al-Falaq, Surat al-Ikhlas, Surat al-Masad, Surat al-Nasr. Das sind jetzt 5 Suren. Ja, wenn ich die kann ich immerhin schon mal 5 Suren, ne? Ja, und die sind nicht mal 1,5 Seiten. Nicht mal. Ja. Wenn wir die Zeilen sehen, kommen wir gerade mal auf eine Seite, wenn überhaupt. Ja. Das gibt dir erstens ein Erfolgserlebnis. Zweitens, die Suren wachsen langsam. Das heißt, die Suren sind sehr klein und nach der 9., 10. werden sie größer. Ja. Dann kommen wir zu Surat al-Ma'un, und dann zu Surat al-Humaza. Nach einer Weile kommt dann Surat al-Qari'ah. Und dann kommt Surat al-Zalzala. Und dann kommt Surat al-Bayyina, die größer ist. Und dann kommt Surat al-Alaq. Und bis wir dann bei Amma yatasa'alun sind, wo dann eine Sura 1,5 Seiten ist. Genau, das wäre dann praktisch auch die letzte Sura vom letzten Juz, ne? Surat al-Naba. Ja. Genau. Oder die erste Sura von uns und die letzte Sura von uns aus. Genau. Was haben wir dann davon? Mehrere Sachen. Der erste Punkt ist, dass man langsam anfängt, klein anfängt und stückchenweise sich steigert. Und es wurde gesagt, dass in der Surat Al-Imran وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ. Seid gottesnahe Diener durch euren Unterricht oder durch eure Lehre des Buches. Ibn Abbas sagte, das sind diejenigen, die mit dem kleinen Wissen vor dem großen Wissen beginnen. Und es gibt auch ein Prinzip beim Streben nach Wissen, beim Talab al-Ilm, den man den Tadarruj nennt, dass man stufenweise beginnt. Ich vertiefe mich nicht gleich in die großen Fragen, sondern nehme mir die Basics, nehme mir die Grundlagen und dann stückchenweise, stufenweise steigere ich mich. Und so ist es auch dann damit. Derjenige, der dann mit Ikhlas beginnt, mit den kleinen Suren, bis er dann zu den ersten mittelgroßen Suren, wie Bayyina, wie Alaq, wie Shamsi wa Dhaha kommt, der ist dann mittlerweile so antrainiert, dass er das auswendig lernt. Ja, klar. Und der dann diese Suren fertig hat, der ist dann so antrainiert, dass er eine Sura auswendig lernen kann, die eine halbe Seite ist. Oder ein bisschen länger. Oder 1,5 Seiten. Oder 2 Seiten. Das heißt, zunächst einmal trainiere ich mich an mit Suren, die 2 Reihen, 3 Reihen, 3 Zeilen lang sind. Dann mit Suren, die 5 Zeilen lang sind. Dann mit Suren, die eine Dreiviertelseite lang sind. هل أتاك حديث الغاشية
Sabbih isma rabbikal a'la. Und da bin ich dann bei der Hälfte des ersten Juzus. Aber mein Verstand und meine Zunge ist wie ein Muskel. Ich wärme auch erstmal mit kleinen Hanteln auf. Ja, und klar. stürze mich nicht oder beginne an Geräten und stürze mich nicht gleich in den Freihandel. Ja. Genauso ist es dann damit. Wenn ich dann amma yatasa'alun kann, dann fallen mir die größeren Suren vom vorletzten Juz Tabarak viel leichter. Wenn ich dann so weit bin, dass ich bei Surat al-Mulk angekommen bin, dass ich sozusagen 2 Juz auswendig kann und mir die letzte Sura fehlt, nämlich Surat al-Mulk, das sind 2,5 Seiten. Dann bin ich mittlerweile so leicht trainiert, dass ich das kann. Ja, dann fällt es mir ein bisschen leichter, ne? Ja, und so geht das dann hoch, durchgehend, dass wenn ich dann bei Surat al-Baqarah bin, diese 50 Seiten durch Allahs Hilfe dann nur noch eine Formsache sind. Subhanallah. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass mein Hifz kompakt sein muss. Das bedeutet, wie meinst du das? Dass mein Hifz kompakt und verbunden ist. Viele Leute, und das ist auch darauf zurückzuführen, dass sie keinen Lehrer haben, lernen mal hiervon, mal davon, hiervon. Ja, ich bin verliebt in Surat al-Rahman, Ja, ich habe so viel Ar-Rahman, Allama al-Quran, dann lernen sie Surat al-Rahman und dann lernen sie Surat Maryam und dann lernen sie, und ihr Quran ist, oder ihr Hifz ist wie ein durchgelöchertes Hemd. Ja. Lieber kannst du 5 Suren, und diese 5 Suren sind zusammenhängend, als dass du 5 verteilte Suren kannst, weil das ist in Wirklichkeit kein Hifz. Der andere Punkt ist, man muss mit den Basics beginnen. Es ist, ich will nicht sagen lächerlich, aber es ist peinlich, dass ich vielleicht große Suren kann. Aber die Kleinen aber dafür die Kleinen nicht. Ja, klar. Weil wir haben gesagt, wir lernen auch den Koran mit der Absicht, was? Ihn zu lehren. Aha. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste unter euch ist derjenige, der lernt. War er dann ruhig? Nein, er hat gesagt, der lernt und lehrt. Ja. Wenn ich jetzt Kleinkinder unterrichte, wenn ich mit meinen eigenen Kindern beginne, sage ich ihnen, komm, wir lernen Surat al-Rahman. Nein, wir beginnen bei den kleinen Surat. Klar. Und dahinter ist auch eine Weisheit, warum Allah subhanahu wa ta'ala den Koran so geteilt hat. Und wenn einer kommt und die Grundlagen, die Grundsätze nicht kann, dann ist das lächerlich. Und hier muss ich leider sagen, was ich oft sehe, der Mensch muss gezwungen werden, das Sura für Sura durchzugehen. Wenn er sich aber selbst überlassen wird, dann beginnt er, okay, ich nehme diese Sura, Bayyina, okay, ich überspringe sie. Vor allem Surat al-Bayyina. Surat al-Bayyina, das ist eine der meisten Suren, die Leute dann einfach überspringen. Und sagen, nee, okay, ich mache sie später. Ich mache sie später. Hat das einen bestimmten Grund bei der Sura, oder? Ich weiß es nicht. Manche, weil es die erste längere Sura ist, weil sie viele Ähnlichkeiten hat. Ja. Aber wenn man sie richtig lernt und wenn man sie in einem disziplinierten Rahmen mit einem Lehrer lernt, die Sura ist wallahi nicht schwer. Sie ist leicht und sie ist eine der schönsten Suren zum Auswendiglernen. Aber es beginnt eben damit, dass man dann keine Disziplin hat. Und dass ich dann eine Sura überspringe oder eine Sura später. Nein, gehe es der Reihenfolge durch. Sura für Sura für Sura für Sura für Sura. Und du wirst sehen, dein Aufnahmevermögen, deine Bereitschaft, deine Fähigkeit zu lernen, zu lesen, steigert sich dann damit. Inshallah. Alhamdulillah, vielen Dank dafür. Jetzt hat man ja praktisch, dass es, wo ich jetzt anfange im Koran, wo ich mich leichter tue, wie ich anfangen sollte, mit was ich vielleicht anfangen sollte, dass ich mit einem Lehrer lernen sollte und es immer besser ist, wenn man als Schüler mit einem Lehrer ein bestimmtes Thema durchgeht, in dem der Lehrer natürlich auch qualifiziert ist und. Ja. Genau, hat der ein stabiles Wissen hat, sage ich mal, in der Sache. Das hat man jetzt, hast du alles sehr gut erläutert, mashallah. Jetzt bleibt mir meine letzte Frage. Und zwar, das wäre jetzt meine abschließende Frage praktisch, damit wir uns auch ein bisschen kürzer halten. Da wäre jetzt meine Frage, wenn ich das jetzt alles durch habe, ja, wenn ich jetzt die Fatiha gelernt habe und diverse andere Suren und Verse aus dem Koran schon kann und sie auch mich wirklich auch bemüht habe, das zu lernen, dann wäre jetzt meine Frage, wie gehe ich denn am besten vor? Oder was mache ich denn am besten, um dieses Gelernte praktisch mir auch für mein Leben lang, nicht nur für irgendwie 5 bis 10 Jahre, sondern mein Leben lang brauche ich den Koran. Und was mache ich da, damit ich mir das ein Leben lang einprägen kann und verinnerlichen kann? Welche Methodik gibt es da vielleicht, wenn ich das Gelernte einbehalten will
und verinnerlichen will, in meinem Gedächtnis speichern will, sage ich mal, kannst du uns da inshallah auch gute Tipps geben oder gibt es da vielleicht diverse Überlieferungen oder Gelehrte, die irgendwas dazu sagen? Und deine persönliche Meinung würde mich auf jeden Fall auch sehr stark interessieren, nachher. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat genau dieses Thema angesprochen. Er sagte, Ta'ahadu al-Quran. Habt einen Pakt zwischen euch und dem Koran. Habt eine Verbindung zwischen euch und dem Koran. فهو أشد تفلتا من الإبل في عنقها. Er sagte, der Koran geht schneller verloren als das Tier, das du festgebunden hast und freilässt. Subhanallah. Wenn ich ein Tier habe, ein Reittier, ein Pferd habe, das festgebunden und loslasse, verschwindet es. Flieht es. Der Koran flieht von den Brüsten und den Herzen der Menschen schneller als dieser Koran. Jeder kann den Koran auswendig lernen. Aber nicht jeder kann ihn behalten. Ja. Wir sagten, so schnell, wie man den Koran auswendig lernt, genauso schnell, wenn nicht sogar schneller, vergisst man ihn. Und hier müssen wir uns einer Sache bewusst sein. Das Auswendiglernen des Korans ist eine Gnade. Allah vertraut dir sein Wort an. Und wenn du dieses Buch vergisst, aus Gründen, die in deinem Verantwortungsbereich liegen, ist das eine Sünde. Das ist etwas Harams. Wenn der Mensch da einen Unfall hatte und dann aufgrund praktisch sein Gedächtnis verloren, an Amnesie leidet oder so. Okay. Aber wenn du den Koran lernst und vergisst, vor allem aus Gründen der Faulheit, das ist eine Sünde. Das ist ja auch etwas Verwerfliches. Jemand, Allah lässt dich in diesen elitären, auserwählten Kreis eintreten und du nicht schätzt und erst diese Gnade nicht. Durch Vernachlässigung. Das kann nicht sein. Vergessen ist etwas Menschliches. Aber der Mensch kann immer gegen dieses Vergessen ankämpfen. Das erste ist die ständige Wiederholung. Okay. Ich muss immer im Kontakt mit dem Koran sein. Und diese Worte gehen jetzt auch an die Leute, die vielleicht etwas mehr auswendig können. Ich sollte mir so einen Plan machen, dass ich das, was ich auswendig kann, in einem wöchentlichen Turnus wiederhole. Zum Beispiel, ich kann Juz Amma, den 30. Teil des Korans, auswendig. Dann sollte ich mir diese 20 Seiten in 6 teilen. Jeden Tag 3 Seiten lesen. 3 Seiten ist nicht viel. Das ist machbar, inshallah. Und wenn ich das wöchentlich mache, dann bleibt es sitzen. Denn der erste Prozess, nämlich wenn ich jetzt sitze und ich lerne für die nächste Stunde Qul huwallahu ahad. Dadurch kommt das auswendig Gelernte in das Kurzzeitgedächtnis. Aber damit es in das Langzeitgedächtnis kommt, brauche ich die ständige, viele Wiederholung über einen längeren Zeitraum. Diese Routine, ne? Ja. Genau. Viele Leute kennen zum Beispiel Surat al-Kahf auswendig. Und sie kennen sie gut auswendig. Und sie sitzt die Surah. Warum? Weil sie jeden Freitag lesen. Ja. Und das nicht über 1 Jahr, 2 Jahre, über mehrere Jahre. Das heißt 50 Mal im Jahr. Wenn ich das 5 Jahre mache, sind das 250 Male. Und dadurch gelangt das in das Langzeitgedächtnis und bleibt. Genauso, wenn ich meine Surah, die ich auswendig gelernt habe, meine Suren, wöchentlich wiederhole. Und das ist nicht viel, das ist ein Pensum, das machbar ist, 10, 15 Minuten am Tag. Und das über 2, 3 Jahre mache. Dann sitzt das inshallah so fest, dass es nicht vergessen wird. Und hier empfehle ich auch den Geschwistern, nutzt die freien Zeiten aus. Nämlich wann? In der U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule. Das sind 20 Minuten. Die vergehen. So oder so. Und verbringen sie doch mit etwas Nützlichem, als dass du einfach nur Däumchen drehst. Sinnlose Sachen an deinem Handy machst. Logisch, ja. Und zudem, weil du die anderen Zeiten nicht nutzen wirst. Morgens, wenn du aufstehst, ist zu viel Hektik, dass du es pünktlich in die Arbeit schaffst. Wenn du aus der Arbeit oder Schule kommst, bist du so K.O. und fertig. Oder die Eltern mit ihren Kindern beschäftigt, dass sie die Zeit nicht mehr haben. Dann ist der Tag vorbei und dann bist du so K.O. und sagst, ich schaffe es nicht. Und ich sage es aus eigener Erfahrung, würde ich diese Zeiten des Pendelns zur Arbeit nicht nutzen, würde ich ihn nicht wiederholen. Aber diese Zeit ist eine kostbare Zeit. Ich zum Beispiel brauche in die Stadt 20 Minuten bis 30 Minuten. In dieser Zeit kann man 20 bis 30 Seiten lesen. Vor allem, wenn man trainiert sind. Und das muss nicht laut sein oder auffällig sein. Ich bin in mir drin. Und darin schafft man bis zu 2 Jüsse am Tag. Nutzt diese Zeiten aus.
auf dem Weg zur Schule und zurück. Der andere Punkt ist, unterrichtet. Das, was ihr lernt, unterrichtet das. Denn dieses Unterrichten vertieft euer Wissen und verfestigt es. Das heißt, ich kann 5 Suren auswendig. Ich lehre sie meinen Kindern. Ich lehre sie in der Moschee. Ich lehre sie. Aber unter der Voraussetzung, dass euer persönlicher Unterricht vorgeht. Viele, sobald sie anfangen zu unterrichten, ich weiß nicht, was mit ihnen geschieht, aber sie kommen dann zu ihrem eigenen Unterricht nicht mehr. Und das ist falsch. Den Unterricht, den ihr gebt, sollte im Rahmen eures eigenen Unterrichts sein. Und dafür, dass ihr das verfestigt. Da hätte ich jetzt noch so eine anknüpfende Frage, Bruder. Du sagst zwar, lernt und gibt das weiter, klar, aber wie genau meinst du das praktisch, wenn jetzt Neuer zum Islam kommt und er lernt jetzt die letzten 5 Suren, sag ich mal, neu gelernt, sollte auch so einer sie weitergeben oder meinst du einen, der wirklich qualifiziert dafür ist? Weil sonst praktisch könnte der neu konvertierte Moslem Person XY praktisch 3 Suren lernen und sie direkt weitergeben und vielleicht hat er ja nicht mal den richtigen Tajweed, die richtige Aussprache. Die Sache ist die, erste Frage ist, wer ist ein Gelehrter? Oder wer ist ein Wissender? Derjenige, der eine Angelegenheit gelernt hat und sie richtig gelernt hat, ist diesbezüglich ein Wissender. Genau. Diesbezüglich. Genau, Nicht diesbezüglich, richtig. Das ist der erste Punkt. Der zweite, wer legt das fest? Der Lehrer. Wenn ich jetzt mit einem Lehrer lerne und der Lehrer mir gesagt hat, diese letzten 10 Suren sind gut und du beherrschst sie gut, dann kann ich kommen und diese 10 Suren lehren. Genau. Aber nochmal, ich habe gesagt, im Rahmen meines eigenen Unterrichts und mein eigener Unterricht, in dem ich lerne, muss meinem Weitergeben des Wissens vorgehen. Viele Leute haben dann 10 Suren gelernt, wie du gesagt hast, und setzen sich hin und öffnen dann. Ja, und die wissen nicht mal, ob das richtig ist, was sie rezitieren oder sonstiges. Hier ist nochmal, wenn der Lehrer mir mal ein grünes Licht gibt, wenn er grünes Licht gibt, dann, ist klar. Aber auch, dann ist das nur im Rahmen, dass ich sage, ich lehre zum Beispiel von Surat al-Nas bis Surat Sabbih. Diese 15, 20 Suren, den halben Juzu, den kann ich auswendig, ich kann ihn gut und ich mache das nur im Rahmen dessen, dass ich mein Erlerntes verfestige. Aber das mutiert dann nicht zu einem Tafsir-Unterricht, das mutiert dann nicht zu einem Halal-Haram-Unterricht oder sonst. Wir lernen nur die Rezitation, wie man es weiter. Darin, dass ich genau das Erlernte weitergebe. Denn so kam auch unser Dien weiter. Jemand hat einen Hadith gehört vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat diesen Hadith weitergegeben. Genau. Jemand hat einen Koran gehört und hat diesen Koran weitergegeben. Das wird ständig wiederholt. Dann, genau, ne? Genau. Klar. Und was ich meine ist, denn dein Unterrichten, wie unterrichtest du? Du liest ihnen vor und sie lesen nach. Und du liest ihnen vor und sie lesen nach. Dann lesen sie vor und du überprüfst. Ich rede darüber. Dieser Prozess, wer hat am meisten davon? Der Lehrer. Bei jedem Unterricht hat der Lehrer am meisten davon. Weil er es immer wieder wiederholt. Und weil er die Materie zu 100% beherrschen muss. Ja. Wenn ich einen Unterricht halte, der nimmt 10% davon mit, der nimmt 20% davon mit, der vielleicht 80%, der ist sehr gut, aber dort war er mal kurz unachtsam. Ja. Deswegen nur 95%. Aber der Lehrer nimmt 100%. Klar. Weil er muss vorbereiten und er muss im Unterricht da sein, wachsam sein, er muss erklären und dann nachbereiten. Richtig. Und deswegen ist er sozusagen der größte Nutznießer. Klar, es ist ja praktisch wie in der Schule, wenn du jetzt einen Mathematiklehrer vor dir hast, der dir das Thema Geometrie beibringt, der wiederholt es ja ständig. 9. Klasse geht, eine neue 9. Klasse kommt. 9. Klasse geht, eine neue kommt. Und daher ist er dann später irgendwann mal erreicht, so einen Kenntnisstand, die Materie sitzt so fest bei ihm, dass er den Unterricht nicht vorbereiten muss. Ja, dass er den Unterricht aus dem Stegreif bringt, weil das jetzt die 10. Klasse ist. Ja. Das verfestigt auch deinen Hifz. Denn dadurch trittst du immer in Kontakt. Und dadurch bist du gezwungen zu wiederholen. Richtig, ja. Weil ich kann nicht in eine Klasse gehen und die Sura unterrichten und ich kann sie nicht richtig. Ja. Ich muss darauf achten, ist mein Tajweed richtig? Kann ich sie richtig auswendig? Ja, klar. Ein anderer Punkt ist, dass ich mit dem auswendig Gelernte bete. Beten. Ich kenne 10 Suren, verteile sie auf deine 5 Gebete. In jeder Raka, Fatiha plus eine Surat und somit hast du sie getan. Ja, genau. Vor allem auch das Nachtgebet, das freiwillige Nachtgebet. Die Großgelehrten, es gab in Syrien einen in Homs, damals in den 60er und 70er Jahren,
einen Großgelehrten, Sheikh Abdelaziz Uyun-Sud, der Lehrer unserer Lehrer ist und als einer der höchsten Instanzen im Koran galt. Aber er war so beschäftigt, weil er war für die Fatwa zuständig und für die Lesearten, für beides. Dass sein ganzer Tag voll war. Menschen kommen, hatten Fragen, wollten schreiben, Vorträge und er sagt, ich hatte keine andere Zeit außer die Gebete. Die Pflicht und die freiwilligen Gebete. Das Duha-Gebet, dann die Sunna-Gebete vor den Pflichtgebeten und das Nachtgebet. Und er hat sich dann seinen Tag so aufgeteilt, dass er 5 Ajza jeden Tag in diesen Gebeten gelesen hat. Subhanallah. Und sein Gebet war, oder sein Hifz war, fest. Da kenne ich auch jemanden, ja, der hat immer, vielleicht kurz erwähnt, beim Qiyam al-Layl hat er jeden Tag, also der ist vielleicht, ich sage jetzt mal 2 Stunden, 1 Stunde vorm Fajr-Gebet aufgestanden, hat sich gewaschen und hat den kompletten Juz rezitiert. Also jeden Tag ein Juz und in einem Monat, Achi, war er durch. War er durch. In einem Monat war er durch und das segnet Allah subhanahu wa ta'ala. Denn diese Zeiten sind gesegnete Zeiten. Und sein Hifz, den du erwähnt hast, bin ich mir sicher, dass bombenfest ist, aber auch gesegnet ist. Ja. Und er ihn dann ganz anders liest. Von dem Fall, da kenne ich sogar mehrere. Ja. Und dem, was ich jetzt gemeint habe, es war ein bisschen älterer Herr. Mashallah, sehr, sehr stabiler Mu'min, meiner Meinung nach. Allah weiß natürlich, was in den Herzen abgeht. Aber ja, auf jeden Fall, da gibt es einige und das ist auch sehr gut. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Vor allem kenne ich ja persönlich welche, die es auch so machen, wirklich bei ihren Gebeten so viel rezitieren, wie sie können. Beispiel, einen kannte ich, der hat es so gemacht, der hatte Mittagspause. In seiner Mittagspause ist er beten gegangen, sein Duhur-Gebet und Subhanallah, du hast den Jungen original 10 Minuten so stehen sehen, ohne dass er in Ruku oder Sujud gegangen ist. Und nach seinem Gebet, als man ihn gefragt hat, Achi, was war alles gut? Sagt er, ja, passt, ich habe einfach mal nur die und die Sure rezitiert. Ja, es hat mir gut getan, Alhamdulillah, ich habe es wiederholt. Also ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Gibt es einige, die es so machen. Ja. Und wenn man das auf regelmäßige Basis macht, dann bleibt es. Genau, dann sitzt es. Hier ist vielleicht noch ein Punkt an die jüngeren Zuschauer, denen Allah subhanahu wa ta'ala das Privileg gegeben hat, dass sie mehr auswendig können. Wenn ihr die Chance habt, wenn der lokale Imam auf euch zukommt und sagt, was hältst du davon, dass du in Ramadan bei den Tarawih aushilfst? Das ist eine der besten Chancen. Du musst nicht den ganzen Koran auswendig können, aber sagt, mit dem, was du auswendig kannst, betest du vor. Das Tarawih-Gebet ist eine der besten Chancen, um sein Hifz zu verfestigen. Du musst dich, wenn du weißt, dass du vorbeten musst, dann sitzt du den ganzen Tag da und wiederholst. Auch dadurch, dass du vor Menschen vorliest. Es gibt natürlich Faktoren wie die Panik, wie auch die Ehrfurcht. Wenn du trotz all dem in der Lage bist, fehlerfrei zu lesen, dann deutet es darauf hin, dass dein Auswendiglernen fest ist, verankert ist. Daher nutzt auch das Tarawih-Gebet. Nutzt die allgemeinen Gebete aus. Wenn ihr mal Ferien habt, ihr seid in einem Freundeskreis und viele von euch lernen Koran oder ihr seid dabei, den Koran auswendig zu lernen. Ihr habt Ferien, ihr seid frei. Anstatt die ganze Nacht damit zu verbringen, FIFA zu zocken oder sonstiges, okay, nutzt einen Teil der Nacht damit aus, ihn so zu verbringen. Und dann eine Nacht davon, dass wir sagen, du liest 2 Rakat auswendig, du liest 2 Rakat auswendig, du liest 2 Rakat auswendig und ich lese 2 Rakat auswendig. Genau. Am Samstagabend, in den Ferien, in den Sommerferien, Weihnachtsferien etc. Ja, da hat man nicht komplett sinnlos seine Zeit verschleudert, sage ich mal. Genau. Alhamdulillah, vielen Dank, Bruder. Also nochmals kleine Zusammenfassung. Nutzt die Zeit, wie der Bruder schon gesagt hat, wenn ihr unterwegs seid und von A nach B kommen wollt und praktisch in der U-Bahn sitzt. Das hat der Bruder sehr gut erwähnt. Diese Zeit verfliegt sowieso. Diese Zeit geht sowieso vorbei. Und wir können die Zeit nicht zurückholen. Das habe ich auch mal in einem Vortrag gehört von einem Bruder online, wie er wirklich sehr schön gesagt hat, du kannst die Zeit nicht zurückholen. Kannst du die Zeit zurückholen, indem du vor 1 Stunde praktisch reingekommen bist, kannst du das zurückdrehen? Nein, das kannst du nicht. Und deswegen finde ich das ein sehr gutes Beispiel, dass man die Zeit nutzen soll, wenn man gerade unterwegs ist von A nach B. Punkt 1. Punkt 2, wie der Bruder sehr gut erwähnt hat, in den Gebeten. Nutzt es, wiederholt es, macht was draus. Finde ich auch ein sehr gutes Beispiel. Oder das zu unterrichten, wie der Bruder uns ebenfalls mitgeteilt hat, weil das auch eine sehr gute Wiederholungsmöglichkeit ist, wenn man das jemand anderem beibringt und wie er schon sagt, irgendwann kommt die Routine rein und man hat es drin. Es kommt einfach raus. Es sind 3, 4 sehr gute Beispiele, sehr starke Beispiele, die der Bruder erwähnt hat. Und dementsprechend würde ich auch inshallah zum Abschlusswort kommen.
Ich möchte mich auf jeden Fall sehr herzlich bei dir bedanken, Bruder. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du Zeit gefunden hast. Möge Allah dich belohnen, mein Bruder. Inshallah. Und nochmal vielen Dank fürs Zuschauen an unsere Zuschauer. Darf ich ein kurzes Abschlusswort Bismillah, geben? selbstverständlich, Ich möchte Bruder. nur den Zuschauern, mir selbst, dem Bruder allen sagen, der Koran ist für alle. Wir dürfen nicht dieses extreme Denken haben. Entweder kann ich den Koran komplett auswendig, 604 Seiten, oder ich habe gar keine Beziehung davon. Jeder soll aus dem Koran schöpfen, wie er kann. Ich muss nicht den ganzen Koran auswendig lernen. Aber ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich belege einen Kurs, wie lese ich die Fatiha und Surat al-Naba richtig. Einen Kurs, wie rezitiere ich Surat al-Mulk richtig. Einen Kurs, wie rezitiere ich, selbst ohne auswendig lernen, nur die korrekte Rezitation. Jeder soll von dem Koran schöpfen, wie viel er kann. Eine Sura oder 2 Suren sind besser als eine. 3 sind besser als 2. Ja. Aber es sollte nicht so sein, dass niemand nichts vom Koran hat. Jeder sollte sich etwas vom Koran nehmen und etwas. Wie viel dieses etwas ist, unterscheidet sich von Person zu Person. Aber jeder sollte ein etwas im Koran haben. Und ich sage es nochmal, der Koran ist für alle. Alle Altersstufen, jedes Geschlecht, jede Form von Aufnahmevermögen. Jeder sollte etwas vom Koran in sich haben. Barakallahu fik. Barakallah, mashallah, sehr starkes Abschlusswort in diesem Sinne. Alles Lob gebührt Allah. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an das Team, vielen Dank an unseren Bruder Taha und danke für deine Zeit und alles. In diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und ein herzliches Auf Wiedersehen an unsere nicht-muslimischen Zuschauer.